Dividenden, regelmäßige Ausschüttungen, die wir als Anleger direkt auf unser Verrechnungskonto erhalten und sie theoretisch sofort im nächsten Supermarkt ausgeben könnten. Oder natürlich auch einfach wieder anlegen können. Spannend sind sie schon alleine deshalb, um den eigenen Sparerpauschbetrag oder den Sparerfreibetrag von 801 Euro jährlich ausnutzen zu können. Zur Erinnerung, wenn ihr bei eurem Broker, wo ihr Aktien und ETFs handelt, den Freistellungsauftrag aktiviert, sofern ihr ihn noch nicht anderweitig verwendet, werden auf die ersten 801 Euro, die ihr in einem Jahr an Gewinnen mit Aktien oder ETFs erzielt, keine Abgeltungssteuer erhoben. Dieser Betrag wird 2023 übrigens auf 1000 Euro erhöht. Umso spannender ist es, sich einmal die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Top 5 Dividenden-ETFs, über die man mal nachdenken sollte. Los geht's! Großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Bevor wir am Ende zu unserem Ranking der Top 5 kommen, schauen wir uns die 5 ETFs jetzt erst einmal ohne Bewertung an. Der erste ETF ist der SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF. Dieser ETF beinhaltet die sogenannten Dividendenaristokraten, überwiegend aus den USA. Das sind die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, bei denen die Dividende mindestens 20 Jahre am Stück gesteigert worden ist. Der ETF kommt seit 2011 auf eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 2,43%. Das bedeutet, wenn ihr von diesem ETF Anteile im Wert von 100 Euro zum Ausschüttungszeitpunkt halten würdet, erhaltet ihr 2,43 Euro ausgeschüttet. So gibt der ETF quasi die Dividenden der einzelnen Aktien an euch weiter. Dabei steigert sich die Größe der Ausschüttung in absoluten Zahlen pro Jahr seit Bestehen um 7,57%. Pro ETF-Anteil, den ihr besitzt, erhaltet ihr also jedes Jahr einen um 7 Prozentpunkte größeren Betrag bei diesem ETF im Durchschnitt. Insgesamt, das bedeutet Kursgewinn des ETFs plus die erwähnten Ausschüttungen, legte der ETF seit seiner Auflage 2011 eine Rendite von 14,88% pro Jahr hin. Das ist schon sehr stark. Man sollte allerdings beachten, dass dieser ETF praktisch nur einen seit 2011 fast durchgängig aufwärts gerichteten Markt gesehen hat. Krisenzeiten waren hier, wie auch bei vielen anderen ETFs in diesem Ranking, nicht dabei. Diese haben aber natürlich erheblichen Einfluss auf diese Kennzahl. Der zweite ETF ist der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF. Dieser beinhaltet Aktien aus Industrienationen und Schwellenländern. Dabei mehr als 1900 Aktien, das ist beinahe 19 mal mehr als der US-Dividendenaristokraten-ETF, was auch das Risiko für Kursschwankungen bei diesem ETF deutlich reduziert. Dieser ETF bildet also Aktien aus der gesamten Welt ab, die überdurchschnittliche Dividenden zahlen. Dabei schließt er Immobilienunternehmen explizit aus. Dieser ETF kommt auf eine Ausschüttungsrendite von 3,47% pro Jahr. Bei einem 100 Euro Invest würdet ihr hier also umgerechnet 3,47 Euro erhalten, etwas mehr als bei dem US-Dividendenaristokraten-ETF zuvor. Allerdings ist die Größe der Ausschüttungen seit 2013 pro ETF-Anteil nicht sonderlich stark gestiegen, nur um 0,24% pro Jahr. Und der ETF erzielte neben seinen Ausschüttungen auch kaum Rendite im Vergleich. Die Gesamtperformance liegt hier nur bei 8%, also schlappe 6% unter dem zuvor gezeigten SPDR-ETF. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. Als nächsten ETF haben wir einen Kandidaten, der keinen wesentlichen Fokus auf Dividendentitel legt, der Vanguard FTSE All World ETF in ausschüttender Form. Dieser investiert in beinahe 4000 Aktien aus den Industrienationen und aus Schwellenländern. Dabei gewichtet er die Aktien nach Größe, also Marktkapitalisierung. Im Endeffekt bildet man mit diesem ETF einen großen Teil der Welt ab. Auch diesen ETF habe ich bereits hier oben analysiert. Dividenden bleiben dabei eigentlich kein Fokus. Trotzdem kommt der ETF auf 2,13% Ausschüttungsrendite im Durchschnitt seit 2012 pro Jahr, was ganz ordentlich ist. Die Ausschüttung in absoluten Zahlen pro ETF-Anteil steigert sich dabei pro Jahr um ca. 5%. Insgesamt erwirtschaftet dieser ETF seit Auflage 12,7% Gesamtperformance pro Jahr. Das sind sehr gute Werte, auch wenn hier, genau wie beim US-Dividendenaristokraten-ETF, noch keine wirkliche schlechte Marktphase in der Historie des ETFs dabei war. Der Unterschied zum Dividendenaristokraten-ETF ist, dass dieser Vanguard-ETF mehr als 25 Mal mehr Aktien enthält und sich eben nicht nur auf die USA fokussiert. Das Risiko ist durch die breite Streuung hier also wesentlich geringer.
Man ist also nicht so sehr von den USA abhängig und das bei keiner wesentlich schlechteren Rendite in diesem kurzen Zeitraum. Vergleiche über 20, 30, 40 Jahre würden wahrscheinlich sogar dazu führen, dass dieser breit gestreute ETF vorne liegt. Der nächste ETF ist der iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF. Dieser fokussiert sich auf Europa, Nordamerika und Asien und enthält lediglich 100 Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Dabei dürfen die enthaltenen Titel keine Senkung der Dividende in den letzten 5 Jahren durchgeführt haben, sonst fliegen sie raus und die ausgegebene Dividende darf nicht mehr als 60 bzw. in Asien 80% des Gewinns je Aktie ausmachen. Mit dieser Strategie kommt der ETF auf eine hervorragende Ausschüttungsrendite von 4,28% pro Jahr über die letzten 12 Jahre im Durchschnitt. Dabei steigert sich die Auszahlung pro ETF-Anteil pro Jahr im Durchschnitt um ca. 3,48%. In der Gesamtperformance kann der ETF aber nicht mit dem All-World ETF von Vanguard und dem Spider Dividendenaristokraten ETF mithalten. Er kommt maximal auf ca. 10% pro Jahr, dafür aber über einen leicht längeren Zeitraum. Die Finanzkrise ist hier aber ebenfalls noch nicht vollständig enthalten. Vollständig abgebildet wird die Finanzkrise von dem iShares MSCI World ETF. Dieser ETF besitzt ebenfalls keinen Fokus auf Dividenden, sondern er bildet in Anführungsstrichen nur die Industrienationen ab und das mit ca. 1600 größeren Aktien. Trotzdem kommt er immerhin auf eine Ausschüttungsrendite von 1,97% pro Jahr und steigert seine Ausschüttungen pro ETF-Anteil immerhin um ca. 4% pro Jahr. Die Gesamtperformance seit Auflage 2005 liegt bei 8,29% pro Jahr, was sehr gut ist, weil hier unter anderem eben auch die Finanzkrise 2008 mit eingeschlossen ist. Wenn wir diese ETFs jetzt nur nach der Ausschüttungsrendite vergleichen, das heißt nur das anschauen, was pro Jahr an den Anleger in Form von Ausschüttungen auf dessen Verrechnungskonto ausgezahlt wurde, dann liegt der iShares Stocks Global Select Dividenden ETF mit seinen 4,28% klar vorne. Dahinter folgt der Vanguard All World High Dividend Yield ETF vor dem Spider US Dividendenaristokraten ETF. Die beiden ETFs ohne den Dividendenfokus liegen hier, wie aber auch zu erwarten, hinten. Wenn wir nun also in den iShares Stocks Global Select Dividend ETF investieren würden und Anteile im Wert von 18.714 € kaufen würden, und wir annehmen, dass die Ausschüttungsrendite bei 4,28% im Durchschnitt bleibt, würden wir also exakt 801 € pro Jahr in Form von Ausschüttungen erhalten, die dann ohne Abgeltungssteuer in unser Portemonnaie wandern würden. Das kann man natürlich so machen, hat dann aber, wie wir eben gesehen haben, eine geringere Performance in seiner Anlage insgesamt und natürlich schwanken diese Zahlen alle, sodass das hier nur ein theoretisches Zahlenspiel bleiben kann. Schauen wir daher einmal auf das Ranking nach der Gesamtperformance. Hier liegt der Spider S&P US Dividend Aristocrats ETF vorne mit 14,88%. Dahinter folgt der Vanguard FTSE All World ETF ohne Dividendenfokus mit 12,72%. Der Gewinner von eben, der iShares Stocks ETF, liegt hier nur auf Rang 3. Auf Rang 4 liegt der MSCI World ETF, aber Achtung, dies ist ein ETF mit einer sehr langen Historie. Den ETF gibt es immerhin schon seit 2005 und er umschließt damit auch die Finanzkrise. Den Index hinter diesem ETF gibt es immerhin schon seit 1978 und hier erzielte er im Durchschnitt mehr als 11% Rendite pro Jahr, wenn man bis 1978 zurückrechnet. Der Index hinter diesem ETF hätte also eigentlich einen besseren Platz verdient. In diesem Vergleich schauen wir aber eben nur auf die ETFs und nicht auf die Indizes. Der FTSE All World High Dividend Yield ETF bildet hier das Schlusslicht. Wenn wir unser Geld nun anstatt in den iShares Stocks ETF in den Spider S&P US Dividendenaristokraten ETF investieren würden, bräuchten wir Anteile im Wert von knapp 33.000 € von diesem ETF, um bei 2,43% Ausschüttungsrendite die 801 € steuerfrei erhalten zu können. Das ist natürlich deutlich mehr als bei dem iShares Stocks ETF zuvor. Stellt sich die Frage also, wäre es daher besser, in den iShares Stocks Global Select Dividend ETF zu investieren? Weil so kann ich den Freibetrag ja noch viel schneller abstauben. Meine persönliche Meinung dazu, vergesst diesen Gedanken. Man muss sich vor Augen halten, dass die 801 €, wenn sie versteuert würden, Steuerabgaben von ca. 200 € verursachen würden. Das heißt, was ihr dadurch erreicht, dass ihr euren jährlichen Freibetrag ausschöpft, bringt euch in 10 Jahren, ohne Wertzuwachs einzubeziehen, knapp 2.000 €. In Zukunft bei einem Freibetrag von 1.000 € pro Jahr sind es sogar 250 € im Jahr, die ihr dadurch an Steuern spart. Also 2.500 € auf 10 Jahre. Das sollte man natürlich nicht liegen lassen, aber schaut euch einmal folgende Grafik an. Zu Beginn vor Jahr 1 haben wir in jedem dieser ETFs, also in den Dividendenaristokraten ETF, in den Stocks Global Dividend ETF und in den FTSE All World ETF 40.000 € jeweils investiert. Bleibt die Ausschüttungsquote so, wie sie in der Vergangenheit war,
decken wir locker den Freibetrag mit jedem dieser ETFs ab. Nach 10 Jahren kommt der Spider Dividendenaristokraten ETF, vorausgesetzt er kann die phänomenale Performance von fast 15% pro Jahr fortsetzen, auf 140.000 € im Gesamtdepot dann als Ergebnis, inklusive der Dividenden. Der deutlich breiter gestreute und damit risikoärmere Vanguard FTSE All World ETF ohne jegliche Dividendenaristokraten oder Dividendenfokus kommt auf 120.000 €. Der super ausschüttende iShares Stocks Global Dividend ETF liegt bei deutlich unter 100.000 €. Die 200 € pro Jahr, die hier an Steuern gespart werden, sind hier ein Tropfen auf den heißen Stein. Wesentlich aus meiner Sicht ist die Gesamtperformance. Natürlich ist es schön, die 801 € steuerfrei möglichst gut abzudecken. Wir haben ja nichts zu verschenken. Aber dazu reicht bei so einer Summe eben locker ein breit gestreuter Welt-ETF mit 2 bis 3% Ausschüttungsrendite völlig aus. Der Dividendenaristokraten-ETF mag in den letzten Jahren eine überdurchschnittlich gute Performance gehabt haben. Ich halte ihn in Krisenzeiten jedoch für deutlich anfälliger aufgrund des 100% oder beinahe 100% US-Fokus und der sehr geringen Anzahl an Aktien im Vergleich. Jetzt sagt ihr, ja, aber ich habe doch gar keine 30.000 oder 40.000 € zum Investieren und kann so diesen Freibetrag, diesen Sparerpauschbetrag gar nicht ausschöpfen. Auch das ist nicht ganz korrekt. Wenn ihr eine beliebige Aktie aus eurem Portfolio mit Gewinn verkauft oder beliebige ETF-Anteile, dann zählt dieser Gewinn ebenfalls zum Freistellungsauftrag oder der Freistellungsauftrag kann dafür genutzt werden. Anstatt also den Pauschbetrag von 801 € mit Ausschüttungen von Dividenden-ETFs zu erreichen, was natürlich sehr bequem ist, könntet ihr auch einfach eine Aktie mit Gewinn verkaufen und am nächsten Tag wieder einkaufen oder direkt danach wieder einkaufen zum selben Kurs. Wenn der Gewinn hier 801 € beträgt, den ihr damit erzielt, habt ihr schon den ganzen Sparerpauschbetrag für ein Jahr ausgenutzt. Dazu braucht es gar keine ausschüttenden ETFs oder Dividenden-ETFs. Das Argument Steuerfreibetrag oder generell Sparerpauschbetrag gilt für mich im Zusammenhang mit Dividenden-ETFs nicht, auch wenn es natürlich eine sehr spannende oder eine sehr bequeme Methode ist, um diesen Freibetrag natürlich jedes Jahr ausnutzen zu können. Aber man sollte diesem Pauschbetrag, diesem Freibetrag nicht seine ganze Anlagestrategie zugrunde legen. So zumindest meine rein persönliche Meinung. Ihr könnt das natürlich anders sehen. Andere Argumente, die man immer wieder im Rahmen von Dividenden-ETFs hört, sind, ich will quartalsweise große Ausschüttungen haben. Oder ich möchte eigentlich jeden Monat schöne Ausschüttungen haben oder Dividenden bekommen, um diese dann zum Beispiel einfach zu verkonsumieren, davon was zu kaufen oder eben davon zu leben. Das Argument kann ich schon viel besser verstehen. Ich persönlich würde dann dennoch nicht auf einen ETF mit 4 bis 5% Ausschüttungsrendite setzen, weil dieser dann eben eventuell oder in der Regel eine relativ schwache Gesamtperformance erzielt. Warum möchte ich das nicht? Weil ich persönlich erst Ende 20 Jahre alt bin und noch relativ jung bin und wie diese Grafik hier veranschaulicht, ist die Gesamtperformance inklusive Kurswachstum, also Dividende oder Ausschüttungen plus Kurswachstum natürlich sehr wichtig, um langfristig Vermögen aufzubauen. In meinem Lebensabschnitt befinde ich mich also in der Ansparphase, um Vermögen aufzubauen. Das ist natürlich die Voraussetzung, um später überhaupt einmal von Dividenden oder Ausschüttungen leben zu können. Da braucht man eben ein möglichst großes Kapital für. Da der US-Dividendenaristokraten-ETF ja sogar eine noch bessere Performance erzielt hat in den letzten 10 Jahren im Vergleich zum FTSE All World ETF oder zum MSCI World ETF, neigen vielleicht sogar einige von euch dazu, sich eben nur diese 100 Dividendenaristokraten ins Portfolio zu packen. Mit dem Argument ist doch die bessere Rendite. Das kann man natürlich machen. Hier aber mal der Chart des MSCI World Index seit 1978. Und der MSCI World Index bildet ja so etwas wie den Weltmarkt ab, zumindest den der Industrienationen. Hier wird eben deutlich, dass der Markt seit ca. 10 Jahren einen ordentlichen Run nach oben hingelegt hat. Wenn man sich den Chart im Gesamten anguckt, denkt man zudem als erstes, oha, das sieht ja fast aus wie der Bitcoin-Chart. Das heißt, die letzten 10 Jahre sind im gesamten Weltmarkt ausschließlich bullish gewesen. Der Markt ist also nur nach oben gegangen. Daher hat die tolle Performance des US-Dividendenaristokraten-ETFs, der ja nur auf die USA setzt, in den letzten 10 Jahren leider nur eine sehr, sehr geringe Aussagekraft. Ich persönlich würde daher den Kern meines Investments, auch wenn ich Ausschüttungen mitnehmen möchte, immer durch einen möglichst breit gestreuten ETF bilden, um meine Risiken eben etwas zu reduzieren und gleichzeitig aber nicht zu viel an Performance zu verlieren. Dieses Risiko ist bei einem US-ETF mit nur 100 Titeln natürlich enorm hoch. Befände ich mich bereits mit einem gut gefüllten Depot in meinen 60ern oder sogar vielleicht 50er Jahren, würde ich dann auch mehr auf ausschüttende ETFs setzen? Naja, dabei würde ich trotzdem aber immer noch auf einen ausschüttenden Welt-ETF ohne Dividendenfokus setzen. Zumindest ist das mein Stand heute. Ihr merkt schon, ich habe meine eigene Meinung zu dem Thema Dividenden-ETFs, aber eben auch meine persönliche Lebenssituation. Wichtig ist, dass ihr für euch die richtige Bewertung trefft und dabei beachtet, wie alt ihr seid,
wie viel Geld ihr investieren wollt aktuell, wie viel Geld ihr schon investiert habt und wie viel ihr sparen könnt, welchen Zeithorizont ihr bei der Anlage habt, welche Risikobereitschaft ihr habt und was eigentlich das Ziel eurer Anlage ist, was ihr euch damit mal leisten können möchtet. Ich hoffe, das Video hat euch dabei ein bisschen geholfen und hat euch gut gefallen. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktienanalyse ich in der kommenden Woche machen soll. Bis dahin bleibt gesund. Ciao.